Ihr wolltet wissen, was ein Fetisch ist. Und ja, wenn wir uns verschiedene Definitionen von Fetisch anschauen, dann landen wir an sehr unterschiedlichen Stellen. Deshalb erzähle ich euch erstmal grob was über Fetische bzw. über Fetischismus. Fetischismus bedeutet, ich habe einen Fetisch und stehe also auf irgendetwas Bestimmtes. Und wenn wir uns jetzt das gesamtgesellschaftlich anschauen, also was denkt so das Gros der Gesellschaft, was ist eigentlich ein Fetisch? Da wird gesagt, naja, ein Fetisch ist eine sexuelle Präferenz, die das Gros der Gesellschaft nicht hat. Ja, also da steht jemand auf was die allermeisten Leute sexuell nicht attraktiv finden. So, das ist so das, was Gesellschaft häufig denkt, was ein Fetisch ist. Wenn wir uns das jetzt von der anderen Seite anschauen, dann stellen wir fest, ein Fetisch ist ein anderes Wort für einen verehrungswürdigen Gegenstand. Ja? Und wenn wir das jetzt mit einer sexuellen Präferenz anschauen, also einen sexuellen Fetischismus, dann stellen wir fest, okay, Fetischismus ist dann vorhanden, wenn Menschen sich beispielsweise auf einen bestimmten Gegenstand sehen oder den befühlen oder den nutzen für sexuelle Spiele und dadurch sexuell erregt werden. Ja? Das können zum Beispiel, jetzt fallen mir Stinkesocken ein, aber es kann auch was ganz anderes sein. Ja? Das sind oft Schuhe, das ist oft Fell oder so Fellkostüme oder eine andere Art von Kostümen. Es können aber auch Stinkesocken sein. Ja? So, also ganz unterschiedliche Möglichkeiten, was mich sexuell erregt. Und ja, das Gros der Gesellschaft empfindet das wahrscheinlich nicht als sexuell erregend. So. Und diese Definition von Fetisch als verehrungswürdigem Gegenstand, da geht es meistens um unbelebte Gegenstände. Es ist aber so, dass ein Fetischismus, also jetzt sexuell gesehen, tatsächlich auch belebte Gegenstände wie zum Beispiel ein Fußfetischismus oder ein Haarfetischismus sich auch darauf beziehen kann. Ja? So. Und generell ist ein Fetischismus ist jetzt nichts, wo ihr euch irgendwie denken müsst, ach du Scheiße, bin ich krank oder was? An der Stelle, wo zwei Menschen da zusammenkommen und feststellen, oh ja, wir finden es gut, wenn die Füße mit ins sexuelle Erleben, ins Liebesspiel mit einbezogen werden, ist das alles wunderbar. Ja? Also an der Stelle, wo ihr mit jemandem, mit dem ihr Sexualität leben wollt, einen guten Kompromiss findet, dass das, was euch irgendwie krass anmacht, dass das da Raum findet, ist das alles fein. So, ja. Weil, also generell sagt man, Fetischismus ist nichts, was jetzt irgendwie geheilt werden muss oder so, sondern das darf da sein. Das ist halt einfach vielleicht eine Abweichung von der Norm. Und dann ist natürlich die Frage, was ist denn die Norm? Ja? Aber wenn wir davon ausgehen, es ist was sein darf, dann könnt ihr dann eben schauen, okay, also gibt es, an der Stelle, wo ihr feststellt, oh ja, ich glaube, ich habe einen Fetisch, dann würdet ihr eben gucken, okay, wie könnte ich das denn tatsächlich ins Liebesspiel irgendwie einbinden, ja? Und wenn es jetzt zum Beispiel, also manche Menschen, das ist dann so ein relativ softer Fetisch, finde ich, weil das können sich irgendwie viele Menschen gut vorstellen, also so Sex auf dem Tierfell oder so, ja, finden manche irgendwie gut und so richtig geil im Sinne von Fetisch und da können aber andere dann durchaus mitgehen und sagen, ja komm, dann haben wir halt irgendwie auch Sex auf dem Tierfell, fein, ja, so. Und das wäre dann halt so überhaupt kein Problem und da wird man wahrscheinlich relativ gut Kompromisse finden und an der Stelle, wo aber klar wird, ich lutsche total gerne an Zehen und am besten sollten die nicht gewaschen sein oder so und die andere Person sagt, oh, ich will nicht, dass du an meinen Zehen lutscht und du das geil findest, da gibt es ein Problem. Ja? Und an der Stelle, wo eben Fetisch zum Problem wird, in einer Beziehung beispielsweise, auch in einer Sexualbeziehung einfach, da müsstet ihr dann schauen, okay, wie gehen wir da weiter mit um? Ne, da könnt ihr einerseits, wenn ihr feststellt, okay, wir wollen das irgendwie gemeinsam hinkriegen, dann würdet ihr euch eventuell Unterstützung suchen, ja, in der Beraterstelle zum Beispiel oder therapeutische Unterstützung suchen, einfach um zu schauen, wie kriegen wir es als Paar hin, das irgendwie zu integrieren, damit wir beide gut sein können mit der Situation und an der Stelle, wo ihr feststellt, nee, zusammen kriegen wir das nicht hin, wäre eben die Überlegung, okay, wo kann es ausgelagert werden oder leben wir es einfach unabhängig voneinander, unsere Sexualität und unsere Beziehungen weiter. So, ja? Aber generell könnt ihr das, was fetischtechnisch in eurem Kopf oder in euch drin ist, das könnt ihr gerne
mit der Person, die euch gegenüber ist und sagt, jo, kann man machen, könnt ihr das gerne machen, das ist überhaupt kein Ding.